مدد يا سلطان الأولياء، مدد يا سلطان الأنبياء، مدد يا نقبا نجبا ركبا بدلا أخيار أوتاد، مدد يا صاحب الزمان، مدد يا صاحب البيان، مدد يا صاحب المكان، مدد يا سيدي. Das ganze Leben, das ganze Leben ist eine Reise. Eine Reise wie am laufenden Band. Ob man will oder nicht, man wird geschoben und gezogen. Entweder läuft man freiwillig auf eigene Füßen, steht man und geht man, oder man wird geschoben oder gezogen. Das ist das Leben, ob man will oder nicht, ob man akzeptiert oder nicht. Was willst du? Du musst dich entscheiden. Willst du zu denen gehören, der geschoben wird und gezogen wird? Oder lieber freiwillig den Weg geht, den der Herr für dich auserwählt hat. Ohne Zweifel hat der Herr für dich einen Weg auserwählt. Dieser Weg ist ein auserwählter Weg. Dieser Weg ist ein gesegneter Weg. Und dieser Weg führt dich direkt in eine Welt der Glückseligkeit. Dann gibt es noch einen anderen Weg. Das ist kein gesegneter Weg und kein auserwählter Weg. Das ist der Weg, den du dir selbst auserwählt hast. Und was du dir selbst auserwählst, das ist kein gesegneter Weg. Das ist von dir abgesegnet, aber nicht von deinem Chef. Und wenn etwas nicht von deinem Chef abgesegnet wird, wie willst du einen Erfolg haben, Haji Amin? Wie stellst du dir das vor, dass du weiterkommst, dass du Erfolg hast? Wie kannst du hoffen, dass du profitierst mit etwas, was du selbst abgesegnet hast, aber nicht abgesegnet wurde von deinem Chef? Wohin führt das, Haji Shakir? Kündigung. Gefeuert bist du dann. In die Ruinen. Gefeuert bist du dann. Wunderbar. Der Chef wird dann kommen und sagen, das hat doch keinen Segen von mir. Ja, aber von mir, sagt Haji, das interessiert mich nicht. Doch, wer bist du denn überhaupt, dass du segnen kannst? Was für einen Segen hast du denn ohne meinen Segen? Ohne meinen Segen hast du keinen Segen. Was willst du denn absegnen? Gefeuert bist du. Wie die Deutschen so schön sagen, gefeuert. So was gibt es im Türkischen nicht, aber im Deutschen. Du bist gefeuert, sagt der Schein. Was ist das? Ja, das ist Feuer mit dir. Tövbe ya Rabbi, tövbe.
Da gibt es zwei Wege. Du bist ein Reisender. Ein Weg ist gesegneter Weg und ein auserwählter Weg. Für dich extra, special for you, ist gesegnet und auserwählt. O mein Diener, sagt der Herr, nimm diesen Weg. Was ist das für ein Weg, o Herr? Das ist der Weg des Rechten. Das ist der Weg des Gerechten. Das ist der Weg der Gesegneten. Sirate Mustaqim. Allah sagt in Surah Fatiha, bleibt auf dem Weg Sirate Mustaqim, auf dem geraden Weg. Keine schiefe Bahn. Da gibt es nur den einen geraden Weg. Der andere Weg ist schief und krumm. Da gibt es nur den einen geraden. Und wenn du dich für den anderen Weg entscheidest, dann ist das der Weg der Schiefen, der Krummen. Und das wird dich vom Bahn abbringen und der Route. Was denkst du, Haji Amin, wenn diese Welt, die Erde hier, ihre Route verliert und nicht mehr auf der Bahn ist, um die Sonne, was passiert mit dieser Welt? Sie geht zugrunde. Ja? Sie geht zugrunde. Dreht eine Runde? Auch, ja. Auch. Dreht eine Runde. Sie stirbt. Ja? Sie stirbt. Ja, wer den Weg verliert, der ist verloren. Verloren, dadurch ist verschollen in eine Welt, in einer dunklen Welt. Verschollen für immer und ewig. Existiert diese Welt immer noch? Doch, ja. Aber in einer Schattenwelt. Für immer und ewig. Und wir, Allah, gibt uns die Möglichkeit, aus der Schattenwelt rauszukommen. Diese Welt ist die Welt der Schatten. Das ist eine Schattenwelt, in der wir uns befinden. Und wir müssen hier rauskommen. Und Allah zeigt uns die Tür. Durch diese Tür musst du gehen. Auf diesem Weg musst du laufen. Dieser Weg führt dich zu dieser Tür. Das ist Exit aus der Schattenwelt. Willst du weg von dieser Schattenwelt? Willst du befreit werden? Und aus deinem Gefängnis raus? Dann musst du diesen Weg wählen. Das ist der Weg des Fluchtweg. Und der andere ist Fluchtweg. Flucht, weißt du was das bedeutet? Fluch. Der eine ist Flucht, der andere ist Fluch. Kannst du Deutsch? Versteht ihr mich? Der eine Weg ist der Weg der Flüchtlinge, der andere ist der Verfluchten. Und du, alles was du für dich selber wählst, dass du sagst ja, ich bin frei, ich will meinen Weg selber wählen, ich will meinen Weg selber gehen, ich will entscheiden, dann du gehörst auf den Weg der Verfluchten. Da gibt es keinen anderen, da gibt es keine andere Möglichkeit. Wenn du selbst dir etwas auswählst, das ist verloren, du bist verloren, weil du keine Ahnung hast. Weil du selbst immer wieder für das Falsche dich entscheiden wirst. Warum? Weil dein Berater ist ein Falscher. Weil ohne Beratung kannst du nichts machen. Du hast immer einen Ratgeber. Entweder Allah gibt dir den Rat oder dein Gegenspieler, Satan. Du gehorchst nur.
Und wenn du sagst dir, ich will selber bestimmen, automatisch ist dein Ratgeber Shaitan. So, und er wird zu wen, was ist das für ein Ratgeber, der Shaitan? Er ist der Verfluchte. Er ist verflucht. Und wenn du ihn hörst, auf ihn hörst, dann gehörst du zu wem? Zu den Verfluchten. Zu den Verfluchten. Und mit wem du bist, bist du. Möge Allah uns bewahren. Entweder mit dem Sheikh oder mit Shaitan. Beides fängt mit Sheikh an. Der eine ist Shaitan, der andere ist Sheikh. Der auserwählte Weg, Sirat al-Mustaqim, das ist der Weg der Rechten, des Rechten. Und Allah hat dir diesen Weg auserwählt. Der Weg der Glücklichen, der Weg der Gesegneten, der Weg, der in eine Welt dich führt, eine Welt der unendlichen Glückseligkeit, die Welt der Gesegneten. Das ist die Empfehlung Gottes, das ist die Empfehlung des Schöpfers, der dich erschaffen hat. Er hat dich in Liebe erschaffen und er will dein Bestes. Was ist das Beispiel dafür? Das Beispiel dafür ist, normale Eltern, die wirklich Eltern sind, Vater oder Mutter, die mit Barmherzigkeit und Liebe zu ihren Kindern stehen, sie wünschen sich auch für ihr Kind hier das Beste, oder nicht? Haji Amin, deine Mutter wollte auch immer dein Bestes, dass du immer Christ bist, ein guter Christ. Das war ihre Vorstellung für dein Bestes. Aber das war ihre Vorstellung. Allahs Vorstellung war eine andere. Aber im Rahmen ihrer Richtigkeiten, das war das Beste, was sie für dich wünschen konnte. Ist okay. So, Allah wünscht für uns auch das Beste. Und er hat schon den Weg hier, bevor er uns erschaffen hat, für uns erschaffen. Weil du bist ein Reisender, du bist erschaffen als ein Reisender. Und für den Reisenden muss der Weg vor dem Reisenden erschaffen sein, oder nicht? Der Weg muss doch schon vorher geschaffen worden sein, entstanden sein, so dass, wenn der Reisende kommt, tralala, und so welchen Weg soll ich noch, wo ist überhaupt der Weg? Ja, da ist der Weg. Ich bin doch der Reisende, also muss ich doch hier einen Weg haben zum Reisen. Hier, das ist der Weg zum Reisen. Ohne Weg, wie willst du reisen? Da bist du kein Reisender, da bist du Stillstehender, Stillgestandener. Da stehst du nur, da ist kein Weg. Und wenn du einen Schritt machst hier vorwärts, es gibt kein Vorwärts. Es gibt da kein Vorwärts. Wo kein Weg ist, gibt es auch kein Vorwärts. Stimmt das oder ich schlaf nicht? Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Important point. Er träumt hier, schon hier. Ja? Auf der Reise sitzt er schon. Er träumt von seinem Weg ins Bett. Mein Weg ins Bett. Welcher Weg ist das zum Bett? Möge Allah uns gutes Verständnis geben. Amen. Möge er uns auf dem rechten Weg lassen. Amen. Wenn wir schon gekommen sind, um zu reisen, dann sollten wir eine gute Reise haben. Sodass man uns bringt und sagt, gute Reise.
good journey. Have a good trip. Wenn jemand gestorben ist, man nimmt ihn und dann legt man ihn auf einen Weg. Der Grab ist auch ein Weg in eine andere Welt. Und man sagt, verabschiedet sich, gute Reise. Du hast ihn begraben, aber er fängt erst recht seine Reise an. Wohin? Das Ungewisse, Ungewisse gibt es nicht. Entweder oder. Entweder rechter Weg oder in eine Welt der Gesegneten oder in eine Welt der Verfluchten. Da gibt es kein Ungewisse. Und wenn du jemand warst, der eine gute Reise gehabt hat und eine gesegnete, der wird dann weiter seine Reise machen in ein Land der Gesegneten. Sein Ziel wird sein, das Land der Gesegneten. Möge Allah uns das erreichen lassen. Mögen wir Reisende sein, die unter Schutz Gottes sind und dass unsere Reise gesegnet ist. Deshalb 3 Dinge muss man den Sheikh fragen. 3 Dinge sind ungewiss für uns. Egal was wir uns hier denken und erdenken und glauben, das ist falsch. Wir müssen den Sheikh fragen, wenn wir heiraten wollen, wenn wir uns scheiden lassen wollen, wenn wir eine Reise machen wollen. Weil das 3 Dinge sind hier Schicksalsdinge. Wir können einen vernichten oder glücklich machen. Alles, was wir selbst entscheiden, macht uns unglücklich. Diese 3 Dinge darfst du nicht selber entscheiden. Weil das ist alles eine Reise. Das ist alles eine Reise für sich. Und der Sheikh weiß es. Er hat deine Schicksalsbücher in seiner Hand. Und er ist der Ratgeber Gottes. Ein guter Ratgeber für dich. Der andere ist dein Ego, das andere ist dein Ego oder Shaitan und das ist alles dein Verderben. Und wenn jemand was falsch gemacht hat und der Sheikh fragt, warum hast du das so gemacht? Warum hast du nicht gefragt? Ja, wenn ich gefragt hätte, hättest du Nein gesagt. Deshalb habe ich nicht gefragt. Also hast du selber entschieden, ja. Und wohin hat dich das geführt? Ja, zu Ihnen, Sheikh, ja. Damit ich dich da raushole. Aus deinem Abgrund da, in dem du gefallen bist. Nicht zu mir, in deinen Abgrund. Du bist gefallen. So, jetzt hoffst du auf Vergebung. Das dürfen wir hoffen. Aber lieber sollten wir versuchen, nicht zu den Gefallen zu gehören. Möge Allah uns gutes Verständnis geben. Ja. Allahu